Ich bin Jonas. Ich bin Priscilla und herzlich willkommen bei Bucher Media. Du willst jetzt loslegen und Videos produzieren, du hast aber kein geiles Portfolio, keine Referenzen und auch keine Aufträge. Wie kannst du eigentlich überhaupt in die Praxis kommen und potenziellen Kunden irgendwas vorweisen, wenn du dafür ja Kunden brauchst, die dir Aufträge geben? Heute stellen wir dir eine Idee vor, wie du deine Skills trainieren kannst. Denn nur durch praktisches Üben wirst du zum Profi-Filmemacher. Wir haben die ersten Jahre unsere Skills im Ehrenamt trainiert. Unsere Ausbildung zum Cutter und zur Drehbuchautorin haben wir parallel zu dieser Tätigkeit ausgeführt. Für einen Verein oder eine soziale Einrichtung ehrenamtlich tätig zu sein, ist ein enormer Gewinn. Du als Filmemacher bekommst Raum, dich zu entwickeln. Im besten Fall bekommst du das Equipment zur Verfügung gestellt und du hast einfach die Möglichkeit, Dinge auszuprobieren. Und jedes einzelne Produkt, was du fertigstellst, wird gewertschätzt. Denn oft haben Vereine oder soziale Einrichtungen überhaupt kein Budget, um in Filme zu investieren. Denn sie konzentrieren ihre ganze Kraft auf ihre Projekte, die sie umsetzen müssen. Oft hat man auch einen größeren Spielraum für die Konzeptentwicklung. Man kann sich kreativer entfalten. Auch hier ist es möglich, Fehler zu machen, denn Fehler sind nicht so schlimm. Sie gehören einfach dazu. Du lernst, Listen zu schreiben und an Dinge zu denken, denn bei jedem Dreh wird dir auffallen, oh mein Gott, das nächste Mal müssen wir das und das dabei haben. Und du lernst also bei jedem Projekt für die Zukunft. Du bekommst ein Gefühl für die richtige Zeiteinteilung. Wie lange dauern die Szenen? Wie lange dauert der Auf- und Abbau? Wie lange brauche ich als Regie, um die ganzen Leute zu briefen? Hier haben wir zum Beispiel gelernt, dass wir gerne die Beleuchtung schon am Drehtag vorher machen, damit, wenn wir morgens beginnen mit dem Team, was dann in Maske ist oder was auch immer, gleich voll durchstarten können. Wir haben auch gelernt, dass bei szenischen Filmen es sich lohnt, ein Schauspieltraining zu machen, also die Schauspieler einzeln zu treffen und mit ihnen den Text durchzugehen und eine Leseprobe vorab zu machen. Hier haben wir gelernt, dass das Teambuilding bereits Wochen vor dem Dreh stattfinden muss. Wir haben zum Teil schmerzlich gelernt, dass eine gute Planung das A und O jeden Drehs ist. Wir haben gelernt, dass wenn wir von der gleichen Einstellung reden, dass wir beide total verschiedene Bilder im Kopf haben. Also haben wir angefangen, Storyboards zu zeichnen, wirklich darüber zu reden, was wir in unseren Köpfen sehen. Wir haben die Filmsprache zwischen Regie und Techniker, zwischen Technikchef und der Verwaltung, zwischen Regie und Schauspielern etc. gelernt. Und wir haben das alles gelernt, währenddem wir ehrenamtlich tätig waren. Das heißt, es waren echte Situationen, aber mit einem verminderten Risiko. Wir haben im Tun die Tools antrainiert, die uns später auf unser Schaffen in der Medienbranche vorbereiteten. Jeden Fehler oder jedes Missgeschick haben wir zum Anlass genommen, es beim nächsten Mal besser zu machen. So haben wir unsere Skills trainiert. In einer kommenden Folge erfährst du noch mehr über die einzelnen Ablaufschritte einer Filmproduktion. Noch was Wichtiges. Fang jetzt nicht an, für irgendwelche Firmen gratis zu arbeiten. So machst du dich nur mächtig unbeliebt. Jedes Unternehmen hat es zum Ziel, Gewinn zu erwirtschaften. Das ist bei vielen Vereinen und Institutionen nicht der Fall. Es sind oft Non-Profit-Organisationen. Suche dir einen gemeinnützigen Verein, mit dem du dich identifizieren kannst. So machst du nicht den Markt kaputt, tust was, wofür du dich begeistern kannst, während du immer mehr lernst und lernst. Und natürlich hat der Verein dann einen riesen Mehrwert durch dich. Es ist dann eine Win-Win-Situation. Wir haben uns überlegt, was wir euch aus dieser Zeit als Anschauungsbeispiel zeigen könnten. Und beim Stöbern in den alten Videos haben wir unsere Jahreszusammenfassungen wiederentdeckt. Wir haben seit 2012 immer um den Jahreswechsel herum all unsere Projekte von dem ganzen Jahr in so einer Art Best-of-Zusammenschnitt zusammengestellt. Vielleicht werden wir diese Videos, die wir All-In genannt haben, in Anspielung darauf, dass wir mit dieser Leidenschaft All-In gehen werden, sowie dass in dem Video eben alles von einem Jahr drin ist. Vielleicht zeigen wir einfach ab und zu eins von diesen All-In-Jahresvideos hier auf unserem Kanal. Ja, das sieht man auch ganz gut, die Steigerung. Und in den ersten Jahren waren so viele private Projekte auch mit dabei. Und genau, da seht ihr einen guten Mix von allem. Mix? Mix? Mix?
Ja, und da in diesem Video von 2012, All in 2012, sieht man halt, dass wir viel privat gedreht haben und eben auch schon für ehrenamtliche Projekte viel gedreht haben. Viel Spaß und bis gleich. Wenn ihr für soziale Einrichtungen oder Projekte selber Videos gemacht habt, dann schickt uns den Link unten in die Kommentare, damit es auch die anderen sehen können. Denn es kann nie genug in soziale Projekte investiert werden. Und derweil, vergesst nicht, seid fleißig und nett zueinander.